Es war das Jahr 1994, als auf dem Super Nintendo ein Action-Adventure-Spiel erschien, welches noch heute bei Nostalgikern und Fans der digitalen Unterhaltung für Schnappatmung und viereckige Augen sorgt. Dabei waren die Zutaten für damalig durchzechte Nächte eigentlich relativ einfach gehalten. Man nehme eine mystisch knuddelig bunte Welt, 3 Helden, die nicht ungleicher sein können, ein geheimnisvolles Schwert mit sagenumwobenen Kräften, einen fiesen antiken Obermacker, dessen Körper langsam aber sicher zu Staub zerfällt, und man würze dies mit einem 3-Spieler-Modus, der zu dieser Zeit wirklich eine kleine Sensation war. Und während nun all diese Zutaten schön in der quietschbunten Bits-and-Bytes-Soße vor sich hin köcheln, muss man nur noch einen Schuss Mana sowie 2 bis 3 ausgedünstete Pokepuschels hinzugeben. Und voilà! Die Adventure-Videospiel-Offenbarung Secret of Mana von Squaresoft, später Square Enix, auf dem SNES ist geboren. Doch während dieses Spiel bis heute immer noch den ausnahmslosen Kultstatus feiert und 2018 sogar ein leider nur durchwachsenes Remake spendiert bekommen hat, so wartet sein jüngerer verkannter Bruder leider immer noch auf einen pixelfreudigen Adventure-Gourmet mit Vorliebe für die doch etwas düsteren Noten, um aus der Vergessenheit geholt zu werden. Die Rede ist von Secret of Evermore. Secret of Evermore, am 1. Oktober 1995 in Nordamerika und am 22. Februar 1996 in Europa veröffentlicht, wurde im Gegensatz zu seinem namensgebenden Vorbild eigenständig von Squaresoft USA entwickelt und war wie gesagt der Versuch, die erfolgreiche Secret of Mana IP für den amerikanischen und europäischen Markt massentauglich zu machen. Denn nachdem sich Final Fantasy II im Westen überhaupt nicht verkaufte, entwickelte Squaresoft Final Fantasy Adventure, auch besser bekannt als Mystic Quest. Ein in Japan entwickeltes Spiel, das speziell für ein amerikanisches Publikum produziert wurde, das Angst vor der komplexen Natur von JRPGs hatte. Das Endergebnis war aber ein Spiel, das so simpel in seinen Gameplay-Mechaniken ist, dass es neue Fans dadurch bevormundete und etablierte Fans einfach nur zu Tode langweilte. Irgendwann wurde dann offensichtlich beschlossen, dass Squaresoft, wenn sie im Westen Erfolg haben wollten, ihre eigenen Spiele von Westlern entwickeln lassen mussten. Kurz gesagt, es war also ein Spiel, welches von einer japanischen Firma aus dem fernen Osten, im Westen, für den Westen entwickelt wurde und nie für den Spielemarkt im Land der aufgehenden Sonne bestimmt war. In einem Interview mit dem Programmierer Brian Federer von 2008 wurde die Aufgabe seitens Squaresoft Japan ziemlich einfach und eindeutig beschrieben. Macht ein amerikanisch angehauchtes Secret of Mana ähnliches Spiel. Wie das Ganze aussieht, liegt dabei ganz bei euch. Die Entwickler haben dies sich nicht zweimal sagen lassen und nutzten ihre gestalterische Freiheit, um der Mana-Serie ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Aus einem laut Brian heute nicht mehr erklärlichen Grund hat das junge amerikanische Team im Gegensatz zum allgemeinen Glauben der Fans das gesamte Spiel von Grund auf neu entwickelt. Das Team hat es also eigenständig geschafft, die Mana-DNA durch ihre selbstprogrammierte Engine so zu imitieren, dass der weltweite Glaube besteht, man hätte sich dem Originalcode von Secret of Mana bedient. Denn dadurch war es angeblich auch einfacher, das aus dem Spiel bekannte Alchemiesystem zu entwickeln, als es in einen bestehenden Code integrieren zu müssen, so Federer. Natürlich ist es auch kein purer Zufall, dass dabei etablierte Designsysteme und Interfaces aus der Mana-Reihe in Evermore benutzt wurden. Nicht nur aus zeittechnischen Gründen war dies ein großer Vorteil, denn zum einen wusste man einfach, dass sie funktionieren, sich also schon auf dem Markt bewährt haben, und zum anderen hatte man ja immer noch die Aufgabe am Ende, ein Mana-ähnliches Spiel zu entwickeln. Brian gab zusätzlich zu, dass sie sich auch einiger Interface-Ideen von einem weiteren Big Player der Zeit, und zwar Final Fantasy VI, für ihr Spiel bemächtigt haben. Ganz nach dem Motto Fake it till you make it. Man könnte sagen, dass sich das Team dafür aber auch außergewöhnlich bedankt hatte, indem sie den Hauptcharakteren von Final Fantasy VI während des Kolosseum-Kampfes einen kleinen Cameo-Auftritt spendiert haben. Während des Kampfes sitzen sie nämlich im Publikum und bestaunen den Bosskampf aus der hinteren Reihe.
Die allergrößten Parallelen zu Mana sind wohl das ikonische Ringmenü und das echtzeitbasierte Kampfsystem. Das Ringmenü ermöglicht dabei den schnellen Zugriff auf Gegenstände, Magie und Ausrüstung und hatte sich wie schon erwähnt in Secret of Mana bewährt. Als schönen Nebeneffekt pausierte man damit auch immer gleichzeitig das aktuelle Spiel und konnte dadurch in hitzigen Gefechten bei der Auswahl des nächsten Zaubers oder Fähigkeit auch mal tief durchatmen. Man selbst kann auch die Kontrolle von seinem treuen Gefährten übernehmen, der eine höhere Verteidigung, mehr Lebenspunkte und als Alleinstellungsmerkmal einen bissigen Sprungangriff hat. Nebst die Gegneranzahl zu dezimieren, kann der Vierbeiner aber auch dabei helfen, versteckte Gegenstände zu finden, sie also in der Spielwelt mit seiner außergewöhnlichen Spürnase zu erschnüffeln. Sollte man aber gerade die Kontrolle über ihn haben, während der Protagonist stirbt, bekommt man beim Ableben den typischen Game-Over-Screen zu Gesicht. Die andere große Abweichung von Mana ist das Magiesystem. Und im Großen und Ganzen steht oder fällt damit ja auch auf langer Sicht ein RPG. Denn statt mit Magic Points verwendet man hier Zaubersprüche durch das Sammeln von Zutaten in den Leveln. Jeder Zauberspruch benötigt eine andere Kombination von Zutaten und viele davon sind nur schwer in ausreichender Menge zu finden. Manche mögen die Flexibilität des Systems lieben, aber ich habe mich gesträubt, jemals Magie zu benutzen. Ich hatte die Befürchtung, dass ich einen Heilungszauber brauchen würde, ihn aber nicht benutzen konnte, weil ich seine Zutaten für Feuerbälle verschwendet hatte. So Federer. Um die ganze Sache noch komplizierter zu machen, konnte man Magie nur herstellen, wenn man die Zutatenkombination gelernt hatte. Das bedeutet, dass man nach jedem größeren Dungeon ein großes Stück wieder zurückgehen musste, nur um zu sehen, ob irgendwelche Dorfbewohner einen neuen Zauberspruch gelernt haben, den sie weitergeben können. Somit wurde das Spiel letztendlich mit vielen Backtracking-Einlagen künstlich in die Länge gezogen. Eine weitere Designentscheidung, auf die Federer eher wehmütig zurückblickt. Secret of Evermore wurde damals bewusst als reines Singleplayer-Game entwickelt, um die Komplexität des Leveldesigns so einfach wie möglich zu halten. Mehrere spielbare Charaktere hätten dazu geführt, dass die sehr großen scrollenden Maps zu Minenfelder avancieren würden. Es hätte einfach zu viele Möglichkeiten gegeben, dass sich die Spieler auf der Map verkeilen und es keine Option mehr geben würde, aus der Situation herauszukommen, außer den Spielstand neu zu laden. Später wurde die Möglichkeit, den treuen Begleiter des Protagonisten zu spielen, in einem ROM-Patch veröffentlicht und somit Spielern die Möglichkeit gegeben, wenigstens auf inoffiziellem Wege mit einigen Einschränkungen das Spiel zu zweit zu zocken. Der zweite Spieler übernimmt dabei die Kontrolle des treuen Kompagnons und wird dadurch zu einem nicht ganz voll funktionsfähigen Sidekick, so wie es noch bei dem Mehrspielermodus bei Mana war. Das Team bereute verständlicherweise im Nachhinein die Entscheidung, keine Mehrspieler eingebaut zu haben, auch wenn dies natürlich einen ziemlichen Mehraufwand bedeutet hätte, denn dieser trug einen großen Teil zum Erfolg von Secret of Mana bei. Warum sich also Squaresoft für genau diesen Weg entschlossen hatte, wird weiterhin in einem Artikel aus dem Videospielmagazin Video Games aus dem Jahr 1995 klar. So heißt es dort in einem Interview, man wollte hier eine wissenschaftlich-technisch begründete Welt erschaffen, die den Geschmack der Amerikaner und Europäer besser treffen würde, weil man bei Squaresoft in Japan der Meinung war, dass diese eher nüchterner und realitätsbezogener denken würden. Zusätzlich zum westlich angehauchten Spieldesign entschied man sich auch dazu, einige PAL-Versionen in einer großen Schachtel samt Strategieleitfaden zu verkaufen. Dies sollte gewährleisten, dass Rollenspiele unerfahrenere Spieler es einfacher haben, sich in das zu seiner Zeit sehr komplexe Spiel zu finden und es natürlich auch am Ende schaffen, erfolgreich Evermore zu beenden. Während also PAL-Versionen, darunter auch hierzulande ein Lösungsbuch beilag, gab es auch einige Veränderungen für das Verpackungsdesign. Für die großen Schachteln wurde ein anderes Motiv gewählt als zum Beispiel bei der amerikanischen Version. Identisch hingegen war das Artwork dafür aber auf den Spielmodulen, die den ersten Bossgegner aus dem Spiel zeigt. Die außergewöhnliche Zeitreise-Story strotzt nur so vor Anspielung der westlichen Popkultur, darunter 80er-Jahre-Kinoklassiker und die Point-and-Click-Adventures von LucasArts. Es gibt auch die weit verbreitete Annahme, dass der Held des Spiels eine Referenz zu Marty McFly von Zurück in die Zukunft ist. Beide reisen durch die Zeit und tragen eine orangefarbene Weste. Der Protagonist hat genauso ein starkes Interesse für Filme und nutzt viele Gelegenheiten, Anspielungen seiner Lieblingsfilme von sich zu geben. Hier wollte man diesmal alles richtig machen, um den westlichen Geschmack eindeutig zu treffen. Und wie schon bei der Lokalisierung von Secret of Mana hat sich das deutsche Übersetzungsteam es sich nicht nehmen lassen, einige witzige Übersetzungen in das Spiel einzubauen. Die deutsche Version beginnt dabei in Großostheim, dem damaligen Sitz von Nintendo, und versetzt den ahnungslosen Protagonisten nebst Hund in den namensgebenden Ort Evermore. Hier springt man nun von Zeitalter
Zeitalter zu Zeitalter, wobei die treue Fellnase des Helden sein Äußeres der jeweiligen Epoche anpasst. Einmal ist er im Kampf selbstständig agierende KI-Begleiter als steinzeitlicher Wolfshund unterwegs, ein anderes Mal mutiert er zum fliegenden Sci-Fi-Toaster. Während man bei Secret of Mana farblich noch auf sehr starke Kontraste setzte, haben wir bei Evermore eher gedeckte Farbtöne, die umso mehr den abendländischen Flair des Spiels ausmachen. Und diese Farben kommen nicht von ungefähr. Der Künstler Daniel Docchio, der für das Artwork von Evermore zuständig war, zeigte zuvor schon mit seinen Arbeiten, dass er großartige, düstere Sci-Fi-Stimmungen mit seinen Zeichnungen hervorrufen kann. Für seine Arbeit ein Secret of Evermore musste er sich sogar stilistisch durch verschiedene Epochen bewegen und verließ dafür seine vertrauten futuristischen angehauchten Pfade. Seine Konzeptzeichnungen sind ausschlaggebend für das westliche spielbestimmende Design und stehen in einem starken Kontrast zu dem Secret of Mana Artworks von Hiro Isono. Hiro Isono war ein japanischer Illustrator, der eine Affinität für Wälder, Bäume und die Natur hatte und diese mit surrealen Elementen vereinte. Er war es auch, der eines der ikonischsten Box-Artworks für das Super Nintendo gestaltete. Während Hiros Zeichnungen also eher eine mystisch bunte, fantasievolle Welt ausgestaltete, versuchte Daniel genau dieser Welt mit seinem metallischen, futuristischen Ansatz zu entkommen, um eine völlig neue Bildsprache für Secret of Evermore zu kreieren. Durch ihn wurde Evermore zu dem geheimnisvollen Ort, der vielen Spielern bis heute in Erinnerung geblieben ist. Nicht nur visuell, auch in der Musikuntermalung wurde ein völlig neuer Pfad beschritten. Der stimmungsvolle Soundtrack für Evermore stammt aus der Feder von Jeremy Soule, ein zu der Zeit sehr junger Künstler, der gerade erst die Highschool abgeschlossen hatte und bis heute in der Gaming-Branche an vielen atmosphärischen Spiele-Soundtracks wie zum Beispiel Elder Scrolls mitgearbeitet hat. Er schaffte es mit seinen Demo-Tapes, das Team davon zu überzeugen, dass er der Richtige für die Komposition des Evermore-Soundtracks ist. Durch sein Gespür, Umgebungsgeräusche mit zurückhaltender Musik perfekt in Einklang zu bringen, gelang es ihm, dem Spiel die nötige Dramaturgie und Intensität zu geben, um sich von den östlichen Rollenspielvorbildern abzuheben. Sein Ansatz war es, einen bis dato Videospiel untypischen Klangteppich zu kreieren. Herausgekommen ist ein ikonischer Soundtrack, der zu der Zeit die dramaturgische Bandbreite besaß, einen direkt in das düstere Evermore hineinzuziehen. Insgesamt wurden 29 Titel, von denen die ersten 8 arrangiert sind, von Squaresoft damals auf CD veröffentlicht und waren zunächst nur für diejenigen erhältlich, die Secret of Evermore vorbestellt hatten. Deutlich zu erkennen ist der gestalterische Unterschied für westliche und japanische Rollenspiele auch bei den Gegner- und Endgegner-Sprites. In Evermore wurde der Knuddeligkeitsfaktor eindeutig von der Japano-RPG-Liste gestrichen und wich dafür vielen skurrilen Bosheiten, die genauso auch aus Frankensteins Labor hätten entspringen können. Statt wahnsinnig fantasievolle Monster begegnen euch hier Gegner mit eher tierischen Vorbildern, anthropomorphische Gestalten oder menschliche Antagonisten, die euch das Leben schwer machen wollen. Während euch in Mana noch die süßen Pogo-Puschels zu Tode knuddeln wollen, sind es hier im Startgebiet des Spiels eher Skelette, bösartige Pflanzen und Velociraptoren, die euch ans Eingemachte wollen. Am Ende bekam Secret of Evermore viele unterschiedliche Bewertungen von den Medien. Von unterdurchschnittlich bis hin zur fantastischen Neuinterpretation der Secret of Mana-Reihe. Letztendlich war dies das erste und letzte Spiel vom westlichen Squaresoft-Team. Trotzdem, was Secret of Evermore auf jeden Fall schaffte, war es, sich durch seine Eigenständigkeit und Außergewöhnlichkeit nicht als billige Secret of Mana-Kopie abstempeln zu lassen. Es bleibt wohl mitunter eines der meist unterschätzten Adventure-Games der 16-Bit-Ära, mit einem großen Sinn für Humor und einem absolut famosen Pixel-Art-Style seiner Zeit.